Hallo, ich möchte heute über die Bücher reden, die ich im September diesen Jahres gelesen habe. Das waren insgesamt 3 Romane, eine Novelle und ein Sachbuch. Das erste Buch, was ich im September beendete, war On the Come Up von Angie Thomas. Das ist das zweite Buch der Autorin, nachdem ihr Debütroman The Hate You Give ja sehr erfolgreich war. Auch dieses Buch hier ist ein Coming-of-Age-Buch, was mir recht gut gefallen hat. Es geht hier um die Hauptperson Bree. Sie ist 16 Jahre alt und möchte erfolgreiche Rapperin werden. Zum einen, weil ihre Familie einfach Geldsorgen hat und sie die damit gerne beenden würde. Zum anderen, weil sie Hip-Hop liebt. Also sie beschäftigt sich mit verschiedenen RapperInnen, sie beschäftigt sich mit Rap-Geschichte, mit Rap-Techniken und ist da auch ziemlich gut drin. Ich habe ja recht viele Coming-of-Age-Bücher und auch Filme gelesen und gesehen. Vielleicht deswegen fand ich manche Dinge sehr vorhersehbar. Also dieses Buch hat mich jetzt beim Lesen nicht besonders überrascht, wie es sich entwickelt hat. Es war trotzdem unterhaltsam und manche Dinge, die ich dachte vorherzusehen, sind nicht passiert, was mir sehr gut gefallen hat. Ich fand es recht unterhaltsam zu lesen und besonders ihre Liebe für Hip-Hop und Rap war sehr ansteckend beim Lesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das zweite Buch, was ich im September beendete, war The Giver von Louise Lowry. Dieses Buch ist auch ein Jugendbuch, das in einer dystopischen Welt spielt. In dieser Welt herrscht das Gesetz der Gleichheit. Das heißt, die Menschen sollen keine Unterschiede zwischeneinander machen. Um das zu erreichen, sehen die Menschen keine Farben, die Menschen hören keine Musik, es gibt keine Jahreszeiten und es gibt auch keine wirklich tiefgehenden emotionalen Verbindungen zwischen den Menschen. Alles ist sehr funktional organisiert und geregelt. Niemand in diesem Dorf, niemand in dieser Gesellschaft hat ein Konzept von Geschichte. Also die haben alle kein Wissen über Geschichte, die haben kein Wissen über die Vergangenheit, sie wissen nur ihre individuelle Vergangenheit, aber sie wissen überhaupt keine Vergangenheit, sie haben auch kein Konzept davon, dass es so etwas geben kann und sie haben auch kein Konzept von Zukunft. Muss es eine Person geben, die verhindert, dass alte Fehler wiederholt werden und deswegen gibt es eine Person, die der Wächter der Erinnerung ist. Diese Person hat sämtliches Wissen der Vergangenheit auf sich vereint, wacht darüber. Das heißt, es ist rationales Wissen, aber es sind auch Emotionen und es sind auch Gefühle und auch so körperliche Empfindungen, die nur diese Person kennt, niemand anderes in dem Dorf. Dieser Job ist eine ziemliche Bürde für die Person, die diese Position gerade innehat. Und so geht es in diesem Buch jetzt darum, dass der derzeitige Wächter der Erinnerung einfach alt ist und zermürbt von diesem Job und nun einen neuen Wächter ausbilden möchte. Dieses Buch habe ich mit etwa 10 gelesen und ich erinnere mich noch daran, wie ich darüber geredet habe. Insgesamt hat mich damals dieses Buch nicht sonderlich beeindruckt. Und es ist jetzt schon 2 Jahrzehnte her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Das heißt, es ist viel passiert. Ich kann nicht genau sagen, warum ich es früher nicht interessant fand. Jetzt kann ich nur mutmaßen, warum. Und ich glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall heute so empfunden habe, ist, dass dieses Buch sehr interessante Fragen aufwirft zum Thema Gleichheit, zum Thema Geschichte und wie Erinnerungen uns prägen und auch unsere Gesellschaft prägen. Aber diese Fragen werden nicht, es gibt keine Ansatzpunkte für die Beantwortung. Also mir hätte das Buch, glaube ich, besser gefallen, wenn die Autorin mehr ins Detail geht und zeigt, wie sich diese Gesellschaftsform zum Beispiel auf auch Erwachsene auswirkt. Stattdessen bleiben diese Fragen einfach so groß im Raum und dadurch bleibt das Ganze sehr oberflächlich. Trotzdem fand ich es interessant, dieses Buch nochmal zu lesen. Es ist ja auch ein sehr erfolgreiches Buch, also es ist verfilmt worden und auch in sehr viele Sprachen übersetzt worden. Und ich verstehe auch warum, weil diese Welt, die entwickelt wurde, schon ganz interessant ist. Als nächstes habe ich die Novelle Es geht uns hier gut von Barbaros Altou gelesen. Hier geht es um 3 Menschen, die jetzt in Berlin in einer WG zusammenwohnen, aber sich alle in Istanbul kennengelernt haben, in der Stadt, in der sie auch groß geworden sind oder zumindest sehr lange gelebt haben. Und rückblickhaft wird gezeigt, wie sie so
die Zeit rund um die Gezi-Proteste wahrgenommen haben. Und es geht auch ein bisschen darum, wie sie jetzt in Berlin ihr Leben meistern. Beim Lesen fand ich dieses Buch sehr interessant. Zum Ende hin wird leider sehr kurz ein Thema abgehandelt, und zwar, das ist jetzt wahrscheinlich ein Spoiler, aber Sterbehilfe. Und das ist so kurz abgehandelt, dass es mir sehr ableistisch vorkam. Genau, deswegen weiß ich nicht so ganz genau, was ich von dieser Novelle halten soll, was schade ist. Es hat sehr gut angefangen, auf jeden Fall. Als letzten Roman habe ich The Poet X von Elizabeth Acevedo gelesen. Auf dieses Buch hatte ich mich ja schon sehr lange gefreut. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, in der es unter anderem um Freundschaft, um erste Liebe, um Sexualität geht, darum, wie es ist, einen weiblichen schwarzen Körper zu haben und auch zum Beispiel Religion. Die Hauptperson ist Xiomara, sie ist 16 Jahre alt und lebt in den USA. Sie hat einen Zwillingsbruder, der ihr nicht sonderlich ähnlich ist, und sie hat recht alte Eltern, die beide aus der Dominikanischen Republik kommen und mit der Geburt ihrer beiden Kinder sehr religiös geworden sind. Besonders die Mutter ist sehr aktiv in der Kirche und geht sehr offensiv mit ihrer Religion um. Wie in dem Buch On the Come Up ist das größte Hobby, die größte Leidenschaft von der Hauptperson Hip-Hop. Also auch sie beschäftigt sich mit Hip-Hop, mit der Geschichte von Hip-Hop, hat verschiedene RapperInnen als Vorbild. Und ihr Bruder hat ihr tatsächlich ein Notizbuch geschenkt, und das war so mit der Auslöser, weswegen sie angefangen hat, jeden Tag auch selber Texte zu schreiben. Also entweder Rap-Texte oder Spoken-Word-Texte oder einfach Poetry-Texte, in denen sie so ihren Alltag verarbeitet. Und das ist dann quasi dieses Buch. Diese Geschichte ist aus ihrer Perspektive erzählt worden und in Vers geschrieben, was ziemlich gut zueinander passt. Ich verstehe, warum dieses Buch so gehypt wurde. Mir hat es auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Es ist jetzt kein komplett lockeres Buch, also die Person erlebt sehr viel Gewalt, und die ist dann auch hier beschrieben worden, also körperliche Gewalt als auch psychische Gewalt. Aber trotzdem ist es ein recht hoffnungsvolles Buch. Es ist eine motivierende Geschichte, besonders ihre Liebe zu Hip-Hop und Rap und zu Sprache generell fand ich sehr ansteckend. Ich kann dieses Buch auf jeden Fall auch sehr weiterempfehlen. Und als letztes die Autobiografie, die ich im September gelesen habe, Die Farbe meiner Haut von Manuela Ritz. Diese Autobiografie ist 2009 erschienen und hat mir auch sehr gut gefallen. Die Autorin ist Ende der 60er Jahre geboren worden und ist bei einer weißen Adoptivmutter in Ostdeutschland groß geworden. Sie erzählt jetzt hier von ihrem Verhältnis zu ihrer Familie, zu ihrer leiblichen Mutter, zu ihrem Vater, auch von ihrem beruflichen Werdegang. Insgesamt erzählt sie einfach von ihrem interessanten Leben. Und worum es ihr hauptsächlich mit dieser Autobiografie ging und was ihr Hauptschwerpunkt ist, fasst sie in dem Vorwort ziemlich gut zusammen, deswegen lese ich das einfach vor. Doch ungeachtet dessen ist dies kein Buch über die Farbe meiner Haut, über Pigmente oder Melanin. Dies ist ein Buch über mein Leben, das sicher in manchen Aspekten exemplarisch auch das Leben anderer schwarzer Menschen in Deutschland beschreiben mag. Dies ist ein Buch über unsere Lebensrealität. Dies ist im herkömmlichen Sinne keine Biografie, sondern ein Buch über mein Arbeits-, Lebens- und Leidensthema. Es ist der Versuch, die unbewussten und bewussten Wege nachzuzeichnen, die mich direkt oder indirekt zum Beruf der Antirassismus-Trainerin trugen, zogen, schoben und drängten. Und es endet mit dem Satz: Doch dies ist ein Buch über Rassismus. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes, gut erklärendes Buch, was auch verstanden werden kann, ohne dass man sich jetzt krass mit Rassismus-Theorien beschäftigt hat. Gerade durch diese Momentaufnahmen vermittelt sie sehr viel Wissen und lässt auch so einen emotionalen Zugang zu. Deswegen kann ich dieses Buch auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Das waren die Bücher, die ich im September gelesen habe. Wenn ihr noch Fragen zu den Büchern habt, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr Anmerkungen habt, weil ihr diese Bücher auch gelesen habt oder sie lesen wollt oder gerade nicht lesen wollt, bin ich auch sehr interessiert. Ansonsten war es das. Bis bald!